Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute starten wir durch mit Klassen. Klassen sind ein unglaublich mächtiges Konzept. Warum sie so unglaublich mächtig sind, kommt man vor allem drauf, wenn man versucht, Software wirklich zu planen, die ein bisschen größer ist. Also sagen wir mal, ihr wollt ein großes Spiel planen. Dann werdet ihr feststellen, Klassen helfen euch dabei, das Ganze irgendwie sauber zu halten, das Ganze einfacher zu halten und nicht durcheinander zu kommen. Wenn ihr nur Funktionen habt, dann habt ihr früher oder später das Problem, dass ihr nicht mehr wisst, wo welche Funktion sich jetzt gerade befindet, und ja, es ist einfach komplexer und unstrukturierter. Das heißt, wenn ihr richtig große Projekte planen wollt, und wo dieses richtig groß definiert ist, bleibt dann euch überlassen, werdet ihr eigentlich immer Klassen benutzen wollen. Und deswegen schauen wir uns jetzt natürlich Klassen an, was da so als Idee dahinter steckt und wie man das Ganze machen kann. So, das Schlüsselwort dazu ist normalerweise immer Class, weil Klasse auf Englisch Class heißt. Und das ist wirklich auch ähnlich wie eine Funktionsdefinition, nur dass ihr hier noch viel mehr machen könnt als nur eine simple Funktion. Und wir definieren uns jetzt hier eine Klasse, die nennt sich einfach mal Schule. Wir nennen sie jetzt Schule. So. Okay, normalerweise, wie gesagt, macht man hier hinten dran dann diese geschweiften Klammern. In manchen Sprachen ist es auch hier wieder ein Doppelpunkt. Das ist eigentlich genau dasselbe wie bei den Funktionen. Da unterscheidet sich dann natürlich auch wieder. So, und der Gedanke hinter Klassen, ich rück das mal noch ein bisschen tiefer ein. Der Gedanke hinter Klassen ist folgendes: Ihr habt hier einen Blueprint, also eigentlich gibt es keine Schule in dem Sinne. Es gibt ja nicht einfach die Schule, sondern es gibt verschiedene Schulen. Es gibt das Gymnasium, auf dem ich war, dann gibt es die Grundschule, dann gibt es vielleicht eine Uni, die auch eine Art Schule ist, dann gibt es eure Schule, auf die ihr gerade vielleicht geht, oder die Berufsschule ABC oder sonst irgendwas. Es gibt haufenweise verschiedene Schulen und spezielle Instanzen davon. Das heißt, die Schule, auf die ich tatsächlich gegangen bin, ist ja eigentlich eine konkrete Schule. Das wäre dann eine Instanz einer Klasse, während das Konzept Schule, aus der diese Instanz dann gebaut wird, das ist dann wiederum was anderes. Okay, was wir jetzt also hier haben ist, eine Schule kann verschiedene Variablen haben. Also sagen wir einfach mal, sie hat die Variable Name. Das heißt, wir schreiben uns jetzt hier, normalerweise ist das ja ein String Name dahin. Okay, standardmäßig, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel der Name von meiner in Anführungsstrichen Schule, ist eigentlich eine Uni, aber egal, wäre jetzt hier KIT. Und jetzt würden wir vielleicht sagen, okay, vielleicht ist das nicht bei jedem von euch der Fall. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das hier ist das, was wir später einfügen müssen, sozusagen, wenn wir tatsächlich eine Instanz bauen. Aber jede Schule hat einen Namen, nur dass der Name sich immer unterscheidet. Gut. So, genauso hat jede Schule eine gewisse Anzahl an Schülern. Das heißt, ich sage hier einfach mal jetzt int Schüler. Und das steht für die Anzahl an Schülern. Und die Namen von den Variablen hier könnt ihr natürlich auch wieder so nennen, wie ihr wollt, aber sie sollten möglichst aussagekräftig sein und vielleicht auch ein bisschen, ja, darauf hinweisen, was sie tun. Also vielleicht wäre Anzahl Schüler sogar noch besser, aber da muss man wieder so viel schreiben. Ich schreibe es trotzdem hin. Anzahl Schüler. Oder, was man auch ganz gerne macht, Anzahl Schüler. Da dürft ihr euch aussuchen, was euch besser gefällt. Mir macht eigentlich das hier mehr Spaß. So, und das reicht eigentlich jetzt erstmal für den Anfang. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir erstellen uns eine konkrete Instanz dieser Schule, indem wir sagen, hey, ich hätte ganz gerne eine neue Schule erstellt. Und jetzt seht ihr hier plötzlich, wir geben nicht mehr String oder sowas an, sondern wir haben jetzt unseren eigenen Datentypen geschaffen. Und das war ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wir erschaffen uns jetzt eine eigene Schule. Wir nennen sie jetzt einfach mal keine Ahnung, YouTube ist ja auch eine Art Schule, für euch jetzt gerade zumindest. Und ich hoffe, es macht auf jeden Fall mehr Spaß als die reguläre Schule, ansonsten mache ich hier irgendwas falsch. Und das ist jetzt gleich New, das ist meistens das Schlüsselwort, was benutzt wird. Es unterscheidet sich allerdings in manchen Sprachen, also nicht jede Sprache benutzt New, aber normalerweise wird das ganze Ding über New eigentlich immer gemacht. So, und dann sagen wir hier einfach New Schule. Klammer, Klammer und fertig. Cool. Jetzt haben wir schon eine neue Schule gebaut und diese neue Schule ist jetzt halt einfach mal in diesem YouTube drin. Was hat das Ding jetzt also für Werte? Der String-Name von dieser Schule, von dieser YouTube-Schule, Achtung, das ist der Name der Variablen-Schule hier, also dieser konkreten Instanz. Das ist nicht dieser Name hier oben.
Das ist was anderes, das ist nur der Name, den ihr für euch benutzt. Also sozusagen wie ein Variablenname. Während dieser String-Name hier oben, der ist aktuell der Standardwert, also normalerweise das hier, also quasi ein leerer String, wo einfach nichts drin steht. Oder in manchen Fällen, je nachdem, was für eine Programmiersprache ihr benutzt, auch null, beziehungsweise ja, einfach nicht vorhanden. Aber normalerweise immer der leere String. So, und was jetzt hier eben passiert ist, ihr habt eine neue Schule erstellt mit den Standardwerten für diese Variablen. Der Standardwert für einen Integer ist immer 0. Das heißt, ihr habt jetzt aktuell 0 Schüler auf eurer Schule und diese Schule hat keinen Namen. So habe ich auch auf YouTube angefangen. So, und jetzt sagen wir mal, wir wollen diese Variablen ändern. Und jetzt kommt das, was ihr schon 100.000 Mal gesehen habt. Zum Beispiel letztes Video, YouTube, das ist der Name eurer Variablen, Punkt. Und das ist dieser berühmte Zugriffsoperator. Manchmal, ganz, ganz selten seht ihr auch vielleicht diesen Pfeil. Der ist dann aber wirklich eigentlich meistens C++ eigen. Der bedeutet dann sowas wie, ihr habt hier eine Referenz da drauf oder nur einen Pointer da drauf und dann wollt ihr da drauf eine eigene, wollt ihr darauf eben diese Variablen ändern. Aber wie gesagt, eigentlich immer der Punkt. Okay, YouTube, Punkt. So, und jetzt wollen wir vielleicht den Namen unserer Schule setzen. Name ist gleich The Morpheus Tutorials. So, okay, das heißt, wir haben jetzt unserer Schule einen Namen gegeben und jetzt hat diese Schule hier drin gespeichert The Morpheus Tutorials. Und jetzt können wir zum Beispiel auch noch hergehen, YouTube.Anzahl Schüler. So, bei wie viel sind wir denn gerade? Ich gucke mal rüber. Circa 13.000. Das kann sich natürlich ändern, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Vielleicht haben wir da ja auch schon die 100.000 geknackt, wer weiß. Wahrscheinlich aber eher nicht, das wird noch dauern. Aber wäre natürlich cool. Okay, und jetzt haben wir hier sozusagen eine gewisse Anzahl an Schülern in unserer Schule gespeichert und wir haben dieser Schule einen Namen gegeben. So, jetzt ist es relativ umständlich und es gibt haufenweise Möglichkeiten, das noch effizienter zu machen. Also keine Sorge, das wird noch viel, viel cooler. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall mal das erste erstellt. Was man jetzt auch noch machen kann ist, ich gehe einfach hin und sage, hey, ich möchte jetzt hier noch eine Schule erstellen. Zum Beispiel Schule, ich mache das mal drüber, damit ihr das auf jeden Fall noch sehen könnt. Schule, so, und jetzt wird es knifflig. KIT, das ist die Uni, auf die ich aktuell noch gehe. Wir wissen allerdings, oder ich habe keine Ahnung, wie viele Studenten da tatsächlich sind. Achtung, New Schule wieder. So, und jetzt sagen wir hier, nicht Schule, sondern KIT, Punkt, Name ist gleich, KIT steht für Karlsruher Institut für Technologie, aber ich bin viel zu faul, das auszuschreiben. Und dann sagen wir hier vielleicht noch KIT, Punkt, Anzahl Schüler, beziehungsweise in unserem Fall wäre Studenten irgendwie angemessener, aber hey, ist jetzt so. Und ich meine, ich habe irgendwas mit so circa 23.000 gelesen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, also bitte nagelt mich nicht darauf fest. Das ist wirklich nur ein Beispiel wert. So, jetzt haben wir hier zwei konkrete Instanzen von Schule, nämlich einmal das KIT und einmal haben wir YouTube, also mich im Endeffekt. Und das bedeutet jetzt hier aber, wir haben tatsächlich hier drauf verschiedene Instanzen dieser Variablen, Instanzen dieser Klasse erstellt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer ihrem Typen. Das heißt, einmal haben wir hier das KIT und einmal haben wir hier YouTube. Aber der Name, also diese eine Variable hier, die existiert für beide. Das heißt, beide haben einen Namen, also sowohl das KIT hat einen Namen, als auch YouTube hat einen Namen. Und Anzahl Schüler ist auch komplett unterschiedlich. Und wenn ich die jetzt ausgeben würde, dann würde bei eben KIT würden diese beiden Dinger hier tatsächlich rauskommen und bei The Morpheus Tutorials würde eben das hier rauskommen. Also die haben nichts mehr miteinander zu tun. Es gibt sowohl einen Namen fürs KIT als auch für YouTube und es gibt auch diese Anzahl Schüler zweimal. Eben jedes Mal, wenn ihr eine neue Instanz erstellt, werden auch diese kompletten Variablen hier übernommen und neu erstellt. Das heißt, ihr erstellt diese Variablen quasi mit diesem New, werden die alle neu erstellt für euch. Und ja, sind komplett eigentlich unabhängig. Das heißt, wenn ich hier was ändere, dann interessiert das YouTube absolut gar nicht, während wenn ich hier was ändere, interessiert das KIT überhaupt nicht. Und so ist es ja eigentlich auch im echten Leben. Wenn ich jetzt hier einen Abonnent dazu kriege, heißt das fürs KIT absolut überhaupt nichts. Außer da ich vom KIT bin, dass derjenige vielleicht dann auch früher oder später mal dort studieren möchte oder dort studiert hat. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich nicht direkt auf jeden Fall.
So, und ja, das ist eigentlich schon das Grundkonzept von Klassen. Wie gesagt, es gibt noch haufenweise mehr Optimierungen, damit man zum Beispiel den Gramm hier nicht mehr schreiben muss und damit man noch viele, viele andere coole Dinge machen kann. Zum Beispiel hier auch Methoden, die wir uns das letzte Mal eigentlich schon angeguckt haben. Und ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir haben noch viel vor. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.